Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und heute zeige ich dir in einer ersten Anleitung, wie ich mein maritimes Mini-Album gebastelt habe. Zur Erinnerung, so schaut es aus. Das sind die Seiten innen, zum Hochklappen, zum Rausziehen, zum noch mehr Hochklappen. Der kommt hier rein, das ist der Tag. Auch hier lässt sich noch mal was hochklappen. Karte zum Abnehmen. Diese Seite hochzuklappen, hier was reinzuschieben. Hier könnte man rausziehen. Hier ist der Wasserfallmechanismus. Und die weiteren Seiten werden wir später zusammen ausgestalten. Heute nun zeige ich dir, wie ich die einzelnen Seiten zugeschnitten habe. Ich habe dafür insgesamt 4 Seiten Papiere Designerpapier benötigt in 30,5 x 30,5 cm, also 12 x 12 Inch. Und habe mir 2 Modelle überlegt, wie ich die einzelnen Seiten zuschneide. Das erste Modell schaut so aus und ergibt genau eine Seite, und zwar diese hier. Hochklappen, hier das Fach vom Tag rausziehen, die Seite nochmal zum Hochklappen. Wie habe ich das zugeschnitten? Ich habe das Blatt einmal zur Hälfte gefaltet, angedacht, wir ziehen da gleich eine Falzlinie, und dann 2 Felder, die jeweils 10,5, nochmal 10,5 und das letzte ist 9,5, und ich kann das so klappen und hier drüben genauso, ganz am Ende so. Auf die Fadenbindung fädeln zeige ich dir in einem zweiten Video, wie das geht, und dann hier zukleben. Hier passt der Tag rein. So einfach ist das. Okay, ich zeige das nochmal so. Ich werde das auch auf meinem Blog genau nochmal mit einer Skizze zeigen und die Maße aufschreiben. Und dann nehmen wir uns die Papierschneidemaschine und schneiden das erste Designerpapier zu. Diesmal brauchen wir das Beinchen. Also zuallererst das Blatt in der Hälfte. Wären natürlich bei 12 Inch 6 Inch, sind umgerechnet 15,25 cm, und da ziehe ich meine erste Falzlinie. Dann drehe ich das Blatt um 90 Grad und brauche die Felder mit den jeweils 10,5 cm. Also dieser Seite angelegt, 10,5, die erste Falzlinie, 10,5 und 10,5 sind 21. Die zweite Falzlinie. Wunder prima, fertig, aufmachen. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu der mittigen Falz und möchte jetzt beide Felder, beide Seiten in 14,5 cm haben. Das lege ich hier schon mal an. Jetzt kommt die Sache, wo ich wieder nichts sehe. Das kriegen wir aber hin. Ich falte hier einmal kurz die erste Linie und schon kann ich die sehen. Also 14,5 angelegt. Meine Schneideklinge zur Falz quer anlegen, sehen, da ist eine Markierung drauf und von da ziehe ich in diese Richtung 14,5, und das gleiche brauche ich daneben auf der anderen Seite nochmal. Also wieder angelegt, einmal kurz hoch, 14,5, lege mir hier meinen Finger hin und ziehe einmal bis zur Querlinie hier oben, und das ist es schon. Falze hier runter, nehme mein Scherchen und schneide das Schnäppelchen hier ab. Leg es beiseite. Nummer 1 fertig, jetzt gezeigt, so gefaltet, genau aufeinander gelegt. Nach innen falten, nochmal runterfalten, die andere Seite genauso, nach innen falten, nochmal runterfalten. Ich zeige jetzt, wo ich mein doppelseitiges Klebeband anlege. Das wird aber erst geklebt, wenn wir das Ganze auf die Bindung fädeln. Nicht vorher kleben, aber legen können wir das. Hier knapp an die Kante Nummer 1, hier oben knapp an die Kante Nummer 2. Je nachdem, wie viele Seiten du in deinem Album haben möchtest, ich mit meinen insgesamt 6 Seiten mit den Ausschüben, also 12 Ansichten,
Habe das dann zweimal zugeschnitten. Wenn dir das so gefällt, dann mach es noch öfter. Variieren kannst du das, wie du möchtest. Mein erster Zuschnitt. Und aus der zweiten Idee, die ich mir überlegt habe, bekomme ich gleich 2 Seiten. Ähnliches Prinzip, aber eben ein wenig anders geschnitten. Die Maße sind die gleichen. Unsere Seiten sind diese 15,25 mal 10,5 cm und die Klappen sind eben dementsprechend teilweise kürzer. Ich habe wieder das Blatt halbiert zum Falten und habe dann links und rechts jeweils 10,5 cm große Felder mit Falzlinien markiert. In der Mitte bleibt ein Feld von 9,5 und da ich das in der Mitte halbiere, quer rüber wieder, habe ich am Ende 2 Seiten. Mal schauen, ob ich das so erklärt habe, dass es am Ende, wenn es fertig ist, für dich noch logisch erscheint. Also ich nehme wieder mein Designerpapier in den Maßen 30,5 x 30,5 cm, ziehe mir meine Mittellinie mit einer Falzlinie, wirklich nur eine Falzlinie, bei den 6 Inch bzw. 15,25 cm. Dann drehe ich 90 Grad, ziehe auf der einen Seite eine Falzlinie bei 10,5 und auf der anderen Seite gegenüberliegend nochmal eine Falzlinie bei 10,5. Jetzt ist die Frage, wo geht es weiter? Ich falte erstmal kurz, damit ich die Linien besser sehe. Und brauche zuerst dieses Stück in der Mitte, was ich mir nochmal kürze, und zwar das Mittelfeld. Mal schön abheben. Bei den 14,5 cm, also von der ersten Querlinie bis zur zweiten Querlinie, notfalls mit Fingern arbeiten, die man sich da hinlegt, schneide ich bei 14,5 dieses Mittelfeld aus. Also eine Schneidlinie, drehe das Ganze um und ziehe die gleiche Linie in der gleichen Länge von der einen Quer zur anderen Quer wieder bei 14,5. So, und das war's schon. Die Idee ist gut, das passt auch. Hier siehst du so einen kleinen Steg. Und jetzt wird einmal bei 10,5 plus 9,5 sind 20 cm. Also lege ich jetzt hier bei 20 cm an. Schauen, ob das stimmt. Muss ich ja immer schön prüfen. Genau. Und ziehe bis zum zweiten schrägen Schnitt. Nummer 1. Macht sich sicher alles einfacher, wenn ich es mit der Hand mache. Aber wir können ja auch gerade schneiden mit dem Maschinchen. Also wieder 20 cm. Ich liege ja noch hier rum, genau da, und ziehe das Ganze in diese Richtung. Und tata, schon fällt hier was ab. Wieder ein kleiner Schnippel, der übrig ist. Den hatten wir ja eben schon. Können wir immer noch verbraten, später im Album. Und so wie auf meiner Skizze, so rum, fertig, entstehen 2 Seiten. Ich falte wieder, hier einmal so rum. Je nachdem, welches Design ich am Ende außen haben möchte. Ich sage aber gleich, das Designerpapier ist an dieser Stelle zweitrangig, da wir es ganz fleißig noch bekleben werden. Also auch wenn es das Spezielle, was ich jetzt gerade hier habe, von mehr der Möglichkeiten eventuell schon nicht mehr gibt, kannst du natürlich mit anderem ähnlichen Designerpapier, was in diesen Farben ist, die Grundformen und Seiten zuschneiden und dann später mit den Kartensortimenten, mehr der Möglichkeiten, Erinnerungen und mehr, das dann ausgestalten. Also ich falte das einmal mittig und hier hinten diese Seite so runter. Und das andere, gehen wir ruhig mal aufs andere Design. Ja, sagt es noch und tut es auch. Doch, so rum passt es. Also einmal so und einmal so. Einmal ist die Klappe links und einmal ist die Klappe rechts. Passt wunderbar. Wir legen auch hier nochmal unsere Klebestreifen an.
ziehen das hier rüber. Nummer 1 und Nummer 2. Und das gleiche mit dem anderen. Schön knapp oben an den Rand. 1 und 2. Fertig. Du schneidest das Ganze für dein Album jeweils zweimal zu oder so, wie du diese beiden Grundformen miteinander kombinieren möchtest. Ich habe, wie gesagt, aus 4 Blatt Designerpapier am Ende 6 einzelne Seiten, die ich dann weitergestalten kann. Fertig. In einem weiteren Video zeige ich dir dann, wie ich das Cover und die Bindung gemacht habe, und ein drittes Video, wie ich das Album innen ausgestaltet habe. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Alle Maße, gerade zu diesem Projekt, weil es eben doch mehr sind, findest du auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten und bis zum nächsten Mal, deine Angela von der Stempelfamilie.